Na, hast du es erkannt? Das ist das Ritual von Rafael Nadal vor jedem seiner Aufschläge. Und sich ein eigenes Ritual zu machen, das ist nur einer meiner 10 Tipps, die ich dir hier in diesem Video geben möchte. 10 Tipps für dein Tennismatch. Bist du ein Siegertyp? Dann bleib dran, los geht's. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und heute geht es um 10 wertvolle Tennistipps für dein Tennismatch. Was kannst du im Vorfeld machen, damit du mehr Erfolg hast, damit du mehr Spiele gewinnst und im Endeffekt natürlich dann auch noch mehr Spaß am Tennissport findest. Ich möchte euch in diesem Video meine Erfahrung weitergeben, die ich in über 30 Jahren als Turnierspieler sowohl in der Jugend, aber auch in der Tennis-Bundesliga gesammelt habe. Wir starten direkt mit Tipp Nummer 1 und der lautet, den Start in das Match verpassen. Ja, worum geht es da genau? Und zwar geht es darum, dass ihr häufig vielleicht die Erfahrung gemacht habt, dass ihr direkt nach Start des Matches mit 0-1, 0-2, 0-3 hinten liegt. Und um das zu vermeiden, gebe ich euch den Tipp, aufwärmen. Aufwärmen, A und O für einen Tennisspieler, den Körper und den Geist fokussieren und einfach wach zu sein. Ich sehe es immer wieder, dass Spieler aus dem Auto kommen, direkt auf den Court gehen, kommen kurz vor knapp am Turnierort an oder am Matchort, wärmen sich nicht auf und wundern sich dann, dass sie 0-3, 0-4 schnell hinten liegen. Der Gegner war vielleicht schon eine Stunde früher da, hat sich vielleicht eingeschlagen, hat sich an die Begebenheiten gewöhnt und ist körperlich und geistig einfach viel wacher, als ich es bin. Das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden. Seid frühzeitig am Spielort, macht euch warm. Es gibt tolle Aufwärmmöglichkeiten. Ich habe darüber mehrere Videos gemacht. Eines davon möchte ich euch jetzt hier kurz erwähnen. Das ist Core Performance, ein super Aufwärmprogramm, was ihr vor dem Match machen könnt. Und wenn ihr das macht, dann garantiere ich euch, seid ihr direkt on fire ab dem ersten Punkt. Den zweiten Tipp, den ich euch geben möchte, betrifft die richtige Vorbereitung, die Ernährung vor dem Spiel. Ja, ein Klassiker ist es. Ich bin im Turnierort und ich weiß, in einer halben Stunde spiele ich, also stopfe ich jetzt noch mal schnell den Magen voll mit fettigem Essen. Ich gehe vielleicht nach meinem ersten Match zu McDonald's. Schwer verdauliches Essen ist ein absolutes No-Go und sorgt für ein Völlegefühl und dafür, dass ihr euch auf dem Court letztendlich überhaupt nicht richtig bewegen könnt. Daher solltet ihr in der Vorbereitung euch überlegen, wann ihr esst. Lieber kleine, kurze Snacks zwischendurch, als einmal richtig vor dem Spiel reinhauen. Wenn ihr was Großes zu euch nimmt, also eine große warme Mahlzeit, dann sollte die Zeit zum Spiel mindestens 2 bis 3 Stunden betragen. Ich empfehle euch, Nudeln, Kohlenhydrate gehen immer, Banane ist immer gut, auch für zwischendurch, aber wenig fettiges Essen, das werdet ihr mit Sicherheit dann auf dem Platz spüren und ihr solltet auch keine Experimente machen. Also, wenn ich noch nie in meinem Leben Sushi gegessen habe, dann werde ich nicht vor meinem Spiel, was wichtig ist, Sushi essen gehen, weil ich nicht weiß, ob ich es vertrage. Keine Experimente, esst gewöhnliche Sachen, die ihr auch gewohnt seid und wo ihr wisst, dass ihr die vertragt. Und dann fühlt ihr euch bei eurem Match auch wirklich richtig wohl. Tipp Nummer 3, den ich euch geben möchte, betrifft den Seitenwechsel zum Beispiel. Ich sitze jetzt hier gerade deswegen auf der Bank und ihr habt sicherlich schon mal oder ihr wart sicherlich schon mal in der Situation, dass ihr auf der Bank saßt und der Gegner ist vor Ablauf der 90 Sekunden schon aufgestanden und auf den Platz gegangen. Da habt ihr euch mit Sicherheit unter Druck gefühlt, sodass ihr überlegt habt, soll ich jetzt auch aufstehen, ja oder nein? Oder dass ihr euch sogar dabei ertappt habt, nur weil der Gegner seine Pause verkürzt, dass ich dann auch aufstehen muss. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Passt euch nicht an das Tempo des Gegners an. Das heißt jetzt auch nicht das Schlagtempo, sondern ich meine damit, wie der Gegner letztendlich seine Pausen gestaltet, wie der Gegner letztendlich die Zeit nutzt, um zum Beispiel zum nächsten Ball aufzuschlagen. Sucht euch immer euer eigenes Tempo aus. Wenn ihr es gewohnt seid, 90 Sekunden auf der Bank zu setzen, dann macht das auch, egal was der Gegner macht. Nehmt euch die Zeit, die euch zusteht beim Seitenwechsel. Nehmt euch die Zeit, die euch zusteht während der Ballwechsel. Und geht euer eigenes Tempo und lasst euch nicht durch den Gegner letztendlich verrückt machen. Den 4. Tipp, den ich euch geben möchte, und da geht mein Gruß raus an meine Mannschaftskollegen, denn die wissen ganz genau, dass ich das hasse. Der 4. Tipp lautet, nicht das Spiel anhand von Statistiken schon vorher spielen. Ja, Situation Medenspiel, ihr seid auf dem Weg zum Gegner, zum Auswärtsspiel und der Mannschaftsführer sitzt auf dem Beifahrersitz und zückt sein Handy und schaut schon mal, wer denn gegen wen spielen wird und prophezeit schon mal gleich, wie das Spiel denn ausgehen wird.
Kares spielt gegen Hubert. Gegen Hubert hat er schon immer gespielt, also geht das Spiel 6-3, 6-4 für einen Kares aus. Also Kares, machst das ja locker und so weiter. Das setzt mich natürlich unter unheimlichen Druck und das kann ich auch überhaupt nicht leiden. Denn jedes Spiel muss vorher erstmal gespielt werden. Und auch wenn ich auf dem Papier her der Favorit bin und ich weiß, dass meine Statistik ganz gut ist, dann gehe ich nicht so in das Spiel hinein und sage, das gewinne ich weil letztendlich geht das nur auf Kosten der Konzentration. Ja, jedes Spiel muss erst gespielt werden. Das gibt jetzt auf jeden Fall Geld ins Phrasenschwein, ich weiß. Aber so ist es nun mal. Ja? Ihr braucht einen gewissen Fokus, ihr braucht eine gewisse Konzentration. Also lasst es doch einfach sein, schon im Vorfeld zu überlegen, wie denn die Spiele ausgehen werden. An guten Tagen kann auch jeder Spieler über sich hinauswachsen. Und selbst wenn ich eine gute Statistik gegen den Gegner habe, kann es durchaus mal in die andere Richtung laufen. Mein Tipp Nummer 5 schließt aber jetzt an den Tipp Nummer 4 etwas an. Denn was ihr auf jeden Fall euch überlegen solltet, ist einen Matchplan zu machen. Matchplan machen lautet mein Tipp Nummer 5 und es ist sicherlich nicht verkehrt, über die Stärken und Schwächen des Gegners Bescheid zu wissen. Das heißt, wenn ich überlege oder wenn ich weiß, gegen wen ich spiele und ich weiß, dass dieser Spieler unheimlich gern Surf and Volley spielt, dann versuche ich mein Spiel natürlich darin anzupassen, um mir im Vorfeld zu überlegen, wie ich denn wohl gegen so einen Spieler spielen werde. Wenn ich weiß, dass mein Gegner unheimlich gerne Vorhand spielt, dann werde ich mir einen Matchplan überlegen, wie ich denn der Vorhand aus dem Weg gehen kann. Also, sich mit dem Gegner zu befassen, ist sicherlich nicht verkehrt. Allerdings spielt die Spiele nicht vorher, sagt Tipp Nummer 4. Ja, sagt nicht vorher, das gewinne ich sowieso, aber beschäftigt euch mit den Stärken und Schwächen. Natürlich geht das nur bei Spielern, die ihr vielleicht selber schon kennt, aber vielleicht sind auch so Informationen einzuholen über bekannte Kollegen, die schon mal gegen den Spieler gespielt haben. Und dann macht euch einen Matchplan und geht nicht einfach ohne Ziel, ohne Plan in das Match, sofern ihr die Möglichkeit habt, mehr über den Gegner zu erfahren. Tipp Nummer 6, und dafür würde ich euch jetzt am liebsten zeigen, wie ich diesen wunderschönen Head Speed Boom, der übrigens bei Tennis Point Kassel erhältlich ist, auf dem Boden zerschmettere. Ja, ich war früher, ich sag mal, um es vorsichtig auszudrücken, ein recht temperamentvoller Spieler, bin ich heute auch noch. Aber mein Tipp Nummer 6 lautet, die negativen Emotionen dürfen niemals überwiegen. Das gebe ich euch auf jeden Fall mit an die Hand. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich war früher immer recht emotional, habe auch mehrere Schläger zerschrottet, muss ich wirklich zugeben. Aber die negativen Emotionen in einem Match dürfen nie über den positiven Emotionen liegen. Es ist erlaubt, sich zu ärgern. Boris Becker war da ein ganz krasses Beispiel dafür. Der konnte einmal richtig die Sau rauslassen, hat dann sich aber wieder sofort in den Fokus begeben und hat es eigentlich relativ gut immer geschafft, nie die negativen Emotionen überwiegen zu lassen. Was ich noch damit meine, es ist erlaubt, sich zu ärgern, es ist aber auch erlaubt, sich zu freuen. Seid ruhig, emotional, feuert euch an, das ist wichtig, auch für euer Selbstvertrauen, für den weiteren Spielverlauf. Aber es darf nie so sein, dass wenn etwas nicht klappt, dass eure negative Energie sich auf dem Platz dann in das Spiel letztendlich einschaltet und ihr dadurch Punkte abgebt, Punkte abschenkt. Das ist ein absolutes No-Go und darf niemals passieren. Das heißt, immer versuchen, positiv zu sein. Es gibt auch unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Spielertypen, die sind eher introvertiert, die machen gar keine Regung nach außen. Es gibt aber auch Spielertypen, die sind sehr emotional. Aber wenn ihr emotional seid, dann darf es niemals so sein, dass das Negative überwiegt. Das ist mein ganz klarer Tipp an euch. Habt ihr es gesehen? Das ist Rafael Nadal, wenn er zum Seitenwechsel geht. Er tritt nicht auf Linien und warum er das macht, das ist sein eigenes Geheimnis, sein persönliches Geheimnis und es ist ein Ritual von ihm und das ist mein nächster Tipp, den ich auch eingangs des Videos schon erwähnt habe. Es ist gut, wenn ihr euch eure Rituale, eure Match-Ritualien einfach zusammensucht. Was macht ihr besonders gerne? Was gibt euch positive Energie? Man könnte ja meinen, Nadal, bist du bekloppt? Warum trittst du nicht auf Linien? Ist doch völliger Schwachsinn. Aber Nadal hat wohl gemerkt, dass für ihn das positiv ist, es nicht zu machen. Und genauso wie zum Beispiel bei ihm beim Match jeder Spieler eine unterschiedliche Vorbereitung hat auf den Ballwechsel. Wenn ich aufschlage, Nadal, immer die gleiche Geschichte. Zverev, immer T-Shirt hoch, Finger sauber machen. Ich beispielsweise habe auch ein Ritual.
Ich nehme immer mein Handtuch beispielsweise mit auf meine Seite und ich gehe ungefähr nach jedem zweiten Punkt immer zum Handtuch, um dann wieder mich auf den nächsten Punkt zu fokussieren. Das ist mein Ritual. Vielleicht habt ihr aber auch Rituale, die ihr vor dem Match macht. Ja, vielleicht Musik hören, ein gutes Lied reinmachen oder ein Lied, was euch Kraft gibt. Ja, das sind alles positive Sachen, die euch positive Energie geben und die ihr letztendlich im Match wirklich verwenden könnt oder die wirklich für das Match letztendlich brauchbar sind und die euch im Match weiter Selbstvertrauen geben. Weitere Ideen für Rituale wäre die Anzahl, wie man beim Aufschlag den Ball auftippt, bevor man den Ball schlägt. Ja? Oder sich mal hin und wieder anfeuert, auf den Schenkel klopft. Oder eine Konzentrationsphase letztendlich macht. Was ihr da letztendlich macht, ist euch überlassen. Tut das, was euch gut tut und dann ist es auch positiv für euer Spiel. Mein Tipp Nummer 8, wieder ein absoluter Klassiker. Ja, ich bin ein Schönwetterspieler. Ja, lasst euch nicht von äußeren Störeinflüssen wie zum Beispiel Wind, Bälle ablenken oder irritieren. Ja, ich weiß, ich spiele letztendlich auch viel lieber in der Halle und wenn draußen der Wind geht und letztendlich der Platz tief ist und es hat geregnet, ist das letztendlich SCH. Ja? Aber ich darf es natürlich nicht in mein Spiel mit einfließen lassen. Das heißt, die Begebung, ja, die sind für beide Spieler immer gleich. Das muss ich immer wissen. Und es hilft nichts zu lamentieren, es hilft nichts, sich über den Wind aufzuregen. Es hilft nichts da, zu sagen, dass heute die Bälle einfach schlecht springen oder dass wir heute schon wieder mit Wilson Trinity spielen müssen. Ja, es bringt nichts. Ich muss mit den Begebenheiten mich abfinden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Daher meine ganz klare Empfehlung, nicht durch Störeinflüsse versuchen, ablenken zu lassen oder negative Energie dadurch zu generieren. Es bringt euch nichts fürs Spiel und letztendlich der Gegner hat die gleichen Bedingungen. Mein Tipp Nummer 9 an euch, Material checken. Ja, Material checken. Ja, ich muss dazu eine Anekdote erzählen und zwar war ich früher mal als kleiner Bub, war ich mal bei den Hessenmeisterschaften und wir hatten Hessenmeisterschaftsfinale. Wir haben nicht übernachtet an dem Spielort und wir sind wieder nach Hause gefahren, sind am nächsten Tag wieder hingefahren. Hessenmeisterschaftsfinale, Vater und Sohn. Vater macht den Kofferraum auf, Sohn möchte seine Tennistasche rausnehmen, stellt fest, Tennistasche vergessen. Ja, Tennisschläger vergessen und das ist mir tatsächlich mal passiert beim Hessenmeisterschaftsfinale. Ich musste also mit einem fremden Schläger spielen und wir haben das Spiel tatsächlich gewonnen. Das ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Worauf ich hinaus möchte, ist aber natürlich, dass ihr vor jedem Match überprüfen solltet, ist euer Material noch in Schuss. Damit meine ich, startet nicht das Match mit einer Seite, ja, wo ihr wisst, diese Seite wird nach 2, 3 Schlägen sehr wahrscheinlich reißen. Gibt es relativ häufig, bin zu faul zu beseiten gewesen oder eben habe es nicht geschafft, den Schläger zum Beseiten zu geben. Gehe ins Turnier rein, habe 2 gebrauchte Schläger mit gebrauchter Seite und der eine reißt und dann habe ich im Hinterkopf sofort, oh je, was passiert jetzt, wenn mir der andere auch noch reißt? Dann habe ich ja gar keinen Schläger mehr. Ja, und sofort wird sich das auswirken auf euer Spiel. Ihr werdet vorsichtig spielen, weil in eurem Kopf ständig das Stichwort Seite drin ist. Ja, es gab, glaube ich, mal eine Tennisspielerin, der sind im Spiel, glaube ich, 3 oder 4 Seiten gerissen. Und sie musste dann mit einem Schläger vom Coach weiterspielen, war völlig aufgelöst, hat geweint und letztendlich das Spiel auch verloren. Und das ist was gar nicht passieren darf. Ja? Das ist was, da muss ich für sorgen, wenn ich diesen Sport einigermaßen professionell betreiben möchte. Material ist wichtig. Ich beispielsweise, für mich das Wichtigste ist ein gutes und neues und frisches Griffband immer zu haben. Ja, ich wechsle mein Griffband eigentlich nach jedem Spiel und ich brauche das einfach zum Wohlfühlen auf dem Platz. Ich brauche das festzustellen, dass der Schläger gut in der Hand liegt und es muss immer ein neues Griffband zum Beispiel drauf. Das heißt, checkt vor jedem Spiel, ist euer Material noch frisch, versucht mindestens einen neu beseiteten Schläger auf jeden Fall immer zu haben. Wenn ihr häufiger Turniere spielt, sucht euch immer 2 Schläger oder besorgt euch 2 Schläger, die
das gleiche Modell haben, das gleiche Gewicht, gleich beseitet sind. Das gehört alles zu einem professionellen Auftreten dazu und verhindert, dass ihr letztendlich im Match später am Material scheitert. Ja, das kann man so durchaus sagen. Mein Tipp für euch, macht euch vor jedem Turnier oder vor jedem Match eine Checkliste, was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet. Ist euer Lieblingshandtuch dabei? Sind eure Getränke? Habt ihr eure Lieblingsgetränke dabei? Ist euer Schläger beseitet? Ist ein frisches Griffband gewickelt worden? Muss ich vielleicht das Logo für den Sponsor machen? Alles Sachen, die ich vor Ort nicht gebrauchen kann in meinem Kopf. Und deswegen vorher Checkliste, sicher sein, dass ihr es dabei habt. Und schon habt ihr deutlich weniger Stress dann an dem Tag bzw. an dem Spiel. Mein letzter Tipp, Tipp Nummer 10 für euch, betrifft Regenpausen. Ja, gerade wenn ihr auf dem Turnier seid und das Turnier findet draußen statt, kommt es hin und wieder auch mal vor, dass es eine Regenpause gibt, euer Match wird unterbrochen und wie verhaltet ihr euch da richtig? Da solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, dass euer Körper sich komplett wieder abkühlt. Ja, heißt, nicht einfach irgendwo kalt hinsetzen, wenn es sich andeutet, dass es vielleicht die nächste halbe Stunde weitergeht, dann in Bewegung bleiben. Stretching machen ist eine gute Sache. Gegebenenfalls eine Kleinigkeit essen, ja, je nachdem, ob ihr Hunger habt oder nicht. Natürlich kommt es auf die Regenpause an. Also ist die auf jeden Fall 2 bis 3 Stunden. Könnte ich auch vielleicht ein paar Nudeln essen oder eben einen kleinen Snack, wenn es eben kürzer dauert. Und das ist eben halt auch wichtig, eventuell sich dann, oder das wird ja sehr wahrscheinlich passieren, auf jeden Fall nochmal einschlagen, wenn das Spiel wieder aufgenommen wird. Und ja, das ist wichtig, damit ihr, wenn es aus der wichtigen Phase oder wenn es wieder in die wichtige Phase reingeht, dass ihr dann wieder direkt loslegen könnt. Das waren meine 10 Tipps für euer Tennismatch, die euch helfen werden, mehr Spiele zu gewinnen und vor allen Dingen diesen Sport deutlich professioneller auszuführen. Ich hoffe, da waren einige Sachen dabei, die euch was bringen. Und wenn euch das was gebracht hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt. Ist meine Liste vielleicht auch noch zu ergänzen? Dann schreibt es mir ebenfalls in die Comments, was ist für euch noch wichtig? Welche Tipps habt ihr vielleicht noch für mich als Spieler? Vielleicht habe ich auch noch nicht alles gesehen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt mich auch unterstützen. Link in der Description hier und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal auf das nächste Video. Bis dahin, bye bye, euer Martin.